Hi Leute, Jaco hier mit einer weiteren Folge von Steelrising. Wir sind bei Folge 20 angekommen und wir wissen immer noch nicht so genau, was hier eigentlich abgeht. Wir wissen allerdings, dass wir jetzt versuchen, in die Kirche wahrscheinlich reinzukommen. Denn wir suchen ja die Frau vom Neckar. Ich muss nur gerade kurz in den Gang gucken, weil die Katzen gerade super wach sind und sich super dort auf die Schnauze hauen. Und deswegen alles Mögliche durch die Wohnung schmeißen. Einschließlich sich selbst. Hier ist wieder ein blockierter Shortcut. Ja, was haben wir hier? Ein Brief des Gemeindepfarrers der Église Sainte-Marie. Werter... Ach, die schmeißen den Karton rum. Okay. Werter Herr Diakon, ich muss mich nach Orleans begeben, um meiner erkrankten Schwester einen Besuch abzustatten. Daher vertraue ich Ihnen den Schlüssel zum Beinhaus an und bitte Sie, in meiner Abwesenheit die Beisetzung zu leiten. Der Herr sei mit Ihnen, Pater Michelo, Église Sainte-Marie. Okay, irgendwer ist also kurz, bevor hier alles angefangen hat, von der Kirche entweicht. Entschwunden. Und das ist einfach nur ein Weg im Kreis. Okay, wunderbar. Dann wissen wir jetzt also, dass wir hier lang sollen. Hier war ein Weg, den wir aufgeschlagen haben. Deswegen mag ich mal davon ausgehen, dass ich jetzt hier nicht so weit komme wie gehofft. Okay, doch. Haha. Das Essenz eines kriegerischen Geistes. They're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Seigneur, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Aber ich war das nicht. Ich schwöre. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Verdu. Ist du nicht, also du, im Französischen ist das nicht Kacke? Hat er mich gerade Stück Kacke genannt? Ich glaube, ich musste erst mal ein bisschen Manieren beibringen. Bam, bam, bam. Und dann haben wir so einen Haufen Matsche vor uns, den wir auch nicht mehr befragen können. Gott, das Spiel ist so schön. Gut. Da drüben waren wir noch nicht. Aber an das Haus hätte ich mich erinnert. Vielleicht, möglicherweise. Komme ich da wieder hoch? Ja, okay. Und was ist da hinten? Da hinten war ja noch ein zweiter Weg. Wir können der Straße noch zum restlichen Ende folgen. Und hier müsste auch irgendwo noch so ein Dicker rumpatrouillieren, den wir totschlagen können. Ah ja, da. Totschlagen, in Anführungszeichen. Erstmal mache ich den Shortcut, glaube ich, auf. Ah ne, der Shortcut war ja gar nicht hier, ne? Der war weiter hinten. Bam! 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 Ich glaube, ich bearbeite den einfach mit Brandgranaten. Wir haben doch bestimmt noch welche. Fries! Oh mein Gott, war das knapp. Brandgranate. Brandgranate. Und jetzt kann ich eigentlich hier hochgehen. Hier müsste ich eigentlich ziemlich safe sein. Hätte ich jetzt gesagt. Außer ich treffe natürlich nicht. Ah, das ist so ätzend. Dass das nicht übertrifft. Frechheit. So, jetzt geht's auf die Schnauze hier. Blam. Oh, ich hätte mich mal an die Vestalin setzen sollen nach dem Bossfight. Aber können wir gleich immer noch machen, weil wir haben ja gleich hier den Shotgun wieder. Und Öl zum Heilen haben wir auch noch genug. Also es sollten eigentlich nicht in Schwierigkeiten geraten. Egal, was jetzt auf uns zukommt. Außer wir müssen uns schnell heilen. Dann haben wir vielleicht ein... Sitzt da jemand auf der Bank? Nee. Ich sage immer, ich will immer erst die Shortcuts aufmachen, aber ich mache es dann trotzdem nicht,
dann begebe ich mich in Gefahr und dann sterbe ich wahrscheinlich. Außer ich sterbe jetzt nicht. Oh! Ein Verstärker. Ach, Laviosé, der eine Dude, den wir gefunden haben und den wir gerettet haben. Der hat die Ölflasche für uns gemacht. Das ist ja cool. Schnall ich jetzt erst. Dass wir den Man himself treffen konnten. Und helfen dürfen. Schrägstrich müssen. Das Ding wird nicht eingefroren. Aber angezündet wird's. So, jetzt ist es angezündet. Dann elektrokutieren wir das Ding noch. Oh. Fast noch reingelaufen. Aber ich habe mich noch zurückgehalten. Woo! Ja, komm mir ruhig näher. Das ist mir eigentlich ganz genehm. Alchemiekapseln wieder eingesackt. Und das sieht aber aus, als wäre das eine verschlossene Tür. Die ich nicht aufkriege. Sind das die Katakomben von Paris, die wir dann da reingehen? Weiß ich nicht. Schlüssel haben wir sowieso nicht, also kommen wir so oder so erstmal nicht rein. Vielleicht ja, aber wenn wir die gute Frau finden. Bleibt nur die Frage bestehen, wo ist die? Und wieso muss ich ab und zu so einen leichten Huster ausstoßen? Oh, ich hatte das Ding noch nicht mal aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich einfach irgendwo anders rausgekommen. Gut, dass ich nicht gestorben bin. Da wäre ich ganz schön verwirrt gewesen. Okay, wir investieren. Bringt uns nichts, weil wir brauchen immer noch Orichalcum. Hier ist auch nichts Interessantes weiter dabei. Blitzknüppel. Da haben wir jetzt halt nur das Problem, Blitzknüppel sind cool. Ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber der Vorteil an den Knüppeln ist ja, dass wir damit Statusveränderungen drauf machen, die uns helfen. Klar, die helfen uns dann auch, indem wir dann mehr Schaden mit den Knüppeln machen. Aber da finde ich das Feuer ehrlich gesagt besser, weil das Feuer macht einfach zusätzlichen Damage. Und ich sehe da den Use eher, weil ich dann einfach auch mal sagen kann, oh, schnell muss ich weg, schnell muss ich weg. Und dann gehe ich auf Abstand und kriege keinen Schaden. Wir erhöhen einfach weiterhin blind unseren Damage. Und bevor ich jetzt hier noch irgendwas anderes mache, möchte ich mal ganz fix nochmal die... Oh, wir haben so viel Stuff, ne? Könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Naja, werde ich trotzdem nicht machen. Kenn mich doch. Oh, so viele Sets. Da sind doch noch mal 2 Level-Ups drin, oder? Jawohl. Da nochmal Damage und da nochmal Damage. Oh, ist das geil. Wünschte ich hätte noch ein bisschen mehr, aber... Na gut. Wir geben mal unser Geld für 195 von den Alchemiekapseln aus. Jetzt haben wir 333. Das ist die heilige Zahl. 3 mal die 3 ist in der Kirche eine sehr heilige Zahl. Deswegen haben die Satanisten ja auch die 6 genommen. Weil das 2 mal 3 ist und doppelt gut ist, also Plus und Plus ist ja Minus. Wissen wir ja alle, haben wir in Mathematik alle gelernt. Und nee, ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Ah! Also Plus und Plus ist nicht Minus. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ne? Weiß ich nicht, was ihr dann denkt. Aber ich weiß nicht, warum die Satanisten gesagt haben, ja gut, dann nehmen wir halt die 6. Wahrscheinlich, weil die 6 für den Geschlechtsverkehr steht und das in der Kirche ja ist ja ganz böse. Fortpflanzung ist ja böse. Darf man ja nie machen. Ach, und was haben wir jetzt vergessen? Wir haben vergessen, die Flasche zu verstärken, aber ist auch eigentlich egal. Weil verstärken müssen wir die gar nicht, weil wir machen eh schon, denke ich, mehr... Oh mein Gott. Wir heilen ja, denke ich, eh schon mehr, als wir an HP haben. Also ist auch egal, ob wir jetzt noch mehr davon heilen. Wenn wir eh schon overhealen. Oh, oi. Overheal hilft mir dann in dem Fall nur, dass ich schneller heile. Dass die Leiste sich schneller füllt. Weil ich ja pro Sekunde dann mehr HP habe. Oder mehr HP regeneriere. Gott, sprechen ist schwer. Lehmgranaten 2 Stück. Habe ich gerade erst aus der Leiste genommen. Brauchen wir nicht, benutzen wir nicht. Sind scheiße. Bin ich ganz ehrlich, ich finde die kacke. Und das müsste uns irgendwo hinführen, wo wir schon mal waren. Ach ja, an den Anfang der Map. Okay. Ich weiß, wo wir sind.
wären wir dem Weg gefolgt, wo ich gerade lang geguckt habe, dann wären wir wieder zu der ersten Statue gekommen. Wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja hier weiter. Beziehungsweise eigentlich versuchen wir ja die Sidequests aufzumachen. Aber ich weiß nicht, wie man zu der... Naja, im Prinzip ist es fast schon eine Insel kommen soll, wo dieses riesige Haus ist. Zustandsdauer Modul 2. Oh, Baby. Oh, Baby. Das ist natürlich lecker. Durchtränkungsmodul. Ich bin gerade hinter dem Mikrofon, ich muss was wegschmeißen, so jetzt bin ich wieder da. Also das müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Wir können es jetzt halt nur nicht ersetzen, weil ich nichts, weil ich es noch nicht geupgradet habe. Muss ich dann auf jeden Fall dran denken, dass wir das alles upgraden, wenn wir dann das nächste Mal bei der Statue sind. Noch ein Modulschlüssel, das trifft sich ja blendend. Da drüben kann man auch wieder hoch. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterfalle, dürfte mir nichts passieren. Ist nix. I'm getting closer to Les Invalides. Here I should be able to cross the moat easily. Oh! Wir sind auf dem richtigen Weg zur Sidequest. Weil dann ist das da drüben... Ach, dann ist das Hotel. Das Riesending. Ja, das macht doch viel mehr Sinn. Das ist... Ne, kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles ein Hotel ist. Das wäre ja insane. Guck mal, wie riesig das ist. Da können bestimmt 30 Leute drin wohnen. Will ich jetzt nochmal da runter? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich sehr zufrieden hier oben. Irgendwas Spannendes? Irgendwas zum Spielen? Unten ist was zum Spielen, aber das ist wieder so ein Exploder. Bin ich ja gut Freund mit denen. Habe ich sehr gerne die Gegner. Da unten ist einfach nur Wasser. Wenn ich da reingehe, sterbe ich? Oder ist das... Doch, das ist zu tief. Oh, das ist ein Boot irgendwie. Oder eine Brücke. Am besten eine Brücke. Vermöbel den jetzt, bis er stirbt. Oder bis er sich selbst umbringt, besser gesagt. Was jetzt so langsam der Fall sein sollte, wenn er aufsteht, wird er wahrscheinlich sich sofort zünden, oder? Das ist nicht zünden. Hast du keine zündende Idee, oder was? Do it! Ich weiß, dass du es willst. Was war das? Ein Pimmelkick. Oh, voll auf die Nase, Alter. Ja, ja. Der will tatsächlich bis zum Tod kämpfen. Merkwürdiger Roboter. Jetzt wäre ich fast gestorben. Das wäre natürlich peinlich gewesen. Hier ist ansonsten nichts. Okay. Ich hänge immer noch an irgendwelchen unsichtbaren Wänden. Hier rechts ist nochmal ein Leichnam mit einer weiteren Essenz, die wir dann verschlucken können. Okay, dann müssen wir aber nicht hier runter, sondern da hinten dem Weg folgen, oder? Sehe ich hier noch irgendwas? Oder ist hier noch irgendwas, was ich nicht sehe, besser gesagt? Ach, das ist ein Eingang, guck mal. Da müssen wir rein. Und da müssen wir auch hin. Oh. Gusseisen. Schnarch. Eine Möglichkeit, den Graben zu überqueren. Von da oben wahrscheinlich dann. Sonst hätten wir das nicht so gut sehen können. Versuchen wir es doch nochmal. Gehen da rüber. Gehen hier ins Haus. Halt. Ich dachte, ich hätte was leuchten sehen. Werd schon paranoid. Da müssen wir irgendwie rüberkommen. Und mein erster... Ach so. Ach so. Da, guck mal, ich sehe es. Ich sehe es. Von hier. Oh, geil. Nice. Wir sind drüben. Dann können wir uns jetzt endlich die Pferde angucken. Also, die Reiter finden, nicht die Pferde angucken, weil die Pferde sind tot. Die sind mir ja herzlich egal. Weil so eine leckere Pferdewurst wäre natürlich schon was Leckeres. Was steht denn da hinten schon wieder? Ach, eine Statue. Ich bin immer super empfindlich, was diese Statuen angeht, weil die sich halt als einziges nicht bewegen und deswegen kriege ich immer Angstzustände, weil ich denke, es sind Mannequins. Und auch wenn Mannequins mir nichts tun, ich habe aber Angst vor Mannequins. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your
Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being Dann gehst challenged. du. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Meint ihr, der König ist eventuell verrückt? Vielleicht. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Roboter. Wer weiß. Ich bleibe bei meiner Theorie. Auch wenn ich mir nicht mehr sicher bin, ob Aegis die Seele von... Oh. Wenn ich mir nicht mehr sicher bin, ob Aegis die Seele von der Tochter in sich hat. Aber ich glaube, dass der König immer noch ein Roboter ist. Oh mein Gott. Ist der riesig. Hat er so einen Aufziehschlüssel als Waffe? Das ist cool. My name is Sora from Kingdom Hearts. Der Schatzmeister! Was tut der da? Will ich das, was der da tut? Der deployt Drohnen! Das ist ja crazy. Das ist ziemlich geil. Oh mein Gott, das ist anfällig gegen Eis. GG. Tschüss! Dodgen. 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 So, wo sind meine... Habe ich eine Blitzgranate? Habe ich Blitzgranaten? Schnell, Menun! Habe ich Blitzgranaten? Da sind welche. 4 Stück. Ups, das wollte ich so nicht. Und jetzt so nochmal. Ist geblitzdings. Nice. Oh, da war risikoreich. So kriegst du aber eine Menge Damage. Braucht zwar mehr Kugeln, aber das ist okay. Der CC sich eigentlich die meiste Zeit selbst. Das ist ganz praktisch. Kann mich nicht drüber beschweren. Schießen wir mal an. Ich mache ja gerade guten Damage wegen dem Blitz. Deswegen können wir auch genauso gut mit den Waffenfeuer aufbauen. Stamina regenerieren. Weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Abstand! Jetzt wieder hin. Feuer ist drauf. Weg, 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 weg. Jetzt packe ich die Knarre wieder aus. Weil die macht genug Schaden. Oh oh. Nice. Oh, scheiße. Oh, ich habe gefreezed. Ich darf nochmal. Ich darf sogar nochmal. Das ist guter Damage. Müssen wir einfach dabei bleiben. Und jetzt. Bam! Das war easy. Und geil. Das wird ja dann wohl der gute Herr Necker sein vom Hotel. Oder von der Kirche. Oder von was auch immer der ist. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No.
Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Du hast es wahrscheinlich wirklich gehört, aber ob du deinen Verstand verloren hast, bin ich mir nicht sicher. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. Schatzmeister zu der Zeit stelle ich mir auch echt schwierig vor, weil der muss ja den Überblick behalten über alles, was die Krone einnimmt und ausgibt. Aber du hast halt kein Steuerprogramm und kein Finanzprogramm. Du musst das halt alles mit der Hand machen. Das heißt, du kriegst jeden Tag unendlich viele Zettel, die du durcharbeiten musst. Und dir einen Überblick verschaffen musst, wie steht's um unser Geld? Sind wir noch gut? Müssen wir die Steuern erheben? Können wir die Menschen zufrieden machen und die Steuern wieder ein wenig senken? Stelle ich mir extrem schwer vor. Dafür ist der ziemlich chill. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Das kann ich dir leider noch nicht sagen, soweit sind wir noch nicht, aber wir versuchen es rauszufinden. Was tun wir nun? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Ja, wir bringen ihn zum Konvent, wo sonst? I will take you to the Cordelier Convent. You will be safe there. Huch! Nein, ich wollte nicht teleportiert werden! So war das nicht gemeint. Ich wollte ihn in Sicherheit schicken. So wie ein Bloodborne, wenn du irgendwelche Leute am Fenster triffst. Ja, geh da mal hin. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Müssen wir die noch finden? Wenn er sagt, viele sind noch vermisst? Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are.
For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Und die Mönche? Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. Oh, traut ihm nicht. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre, a labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. Ich glaube, es ist nichts Persönliches, mein Dude. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Eieieiei, so viele Quests, so wenig Zeit. Hier liegt noch ein Zettel. Ein an Abby Grégoire gerichteter Brief. An Abby Grégoire, Gemeindepfarrer von Embermenil, Montpellier. Unsere Ordensregeln verbieten uns die Beteiligung an säkularen Angelegenheiten. Was auch immer das bedeutet. Durch Gebet und nur durch Gebet werden wir die Seelen derer retten, die der Herr in seiner heiligen Barmherzigkeit zu sich ruft. Ich vertraue ihnen die Reliquientruhe unserer Bruderschaft an und bete, dass sie
und bete, dass sie sowie jene, die an ihrer Seite im Speisesaal unseres Konvents Schutz suchen, von den Verwüstungen verschont bleiben, die uns ereilen könnten. Möge Gott sie behüten, Pater Etienne, Prior des Ordens der minderen Brüder. Ups. Da liegt noch ein Zettel. Ja, ich bin gleich bei dir. Gleich. Ich nehme gleich deine Quest an. Chill. Ein an Julian Raymond gerichteter Brief. Aus Aquin Saint-Domingue, 20. März 1789. So Gott will, wird dieser Brief dich vor dem Zusammentreten der Generalstände erreichen. Wir ermuntern dich, gegen Versailles zu wettern und dich nicht auf landwirtschaftliche Fragen zu beschränken. Wir müssen vorbringen, dass wir keine Deputies haben und dass das, was die weißen Abgeordneten fordern, nicht zum Gesetz für uns werden soll. Sei streitbar und bekämpfe die Verachtung, die sie uns entgegenbringen. Wir raten dir auch, mit Monsieur Necker zu sprechen. Seine wohltätigen Werke zeugen von Menschlichkeit und deuten an, dass er ein offenes Ohr für die Unterdrückten haben wird. Adieu, bleibe gesund, dein Freund und Bruder François Raymond. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean. But I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land? Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Eigentlich ein sehr interessanter Diskussionspunkt, wenn er dafür kämpft, also hier Julien Raymond, wenn er dafür kämpft, dass die Sklaven keine Sklaven mehr sind, er sich aber trotzdem Sklaven hält, ist er dann besser oder genauso schlimm wie die anderen Sklavenhalter? Ich gehe mal davon aus, er wird sie wesentlich besser behandeln. Ich gehe mal davon aus, dass sie bei ihm eher einen Platz als niedere Arbeiter haben,
weil sie eben keine Ausbildung und keine sozialen Gefilde hier haben, weil sie sofort von anderen Leuten versklavt werden würden. Deswegen schätze ich, können die halt bei ihm wohnen und müssen halt arbeiten. Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Ich denke mal, sie sind auf jeden Fall bei ihm besser aufgehoben als bei irgendjemand anderem, der sie einfach nur ausbeuten würde. Ich glaube, bei ihm haben sie wesentlich bessere Lebensstandards als bei irgendeinem anderen Sklavenhändler, Sklavenhalter. Ein gegen Monsieur Necker gerichtetes Pamphlet. Unabhängiger politische Zeitung von Monsieur Marat, 11. Mai 1789. Was nützen Verstand, Scharfsinn, Kühnheit und Beharrlichkeit, wenn sie nicht für das Allgemeinwohl eingesetzt werden? Das Volk wird nicht vergessen, dass Monsieur Necker vor einem Jahr eine organisierte Hungersnot in die Wege leitete. Dadurch, dass er im Sommer 1788 eine drohende Knappheit ankündigte, schürte er mutwillig die hohen Brotpreise. Dann nutzte er diese Inflation als Vorwand, um ein öffentliches Monopol einzuführen und die Bäcker ihre Freiheit zu berauben, sich nach eigenem Ermessen Vorräte zu beschaffen. Auf diese Weise, liebe Leser, riss unser Philanthrop das gesamte Korn des Königreichs an sich, um seinen Komplizen Spekulationsgewinne zu ermöglichen. Seine Freunde, die Minister, Edelleute, Richter und andere kluge Gauner waren an dem Komplott beteiligt. Gemeinsam machten diese Räuber aus dem Unglück des Königreichs ein profitables Geschäft, unterstützt von allen Dienern und Huren des Hofes. Meine Feder ist frei, Bürger, und sie wird Monsieur Necker schonungslos verfolgen, solange er am Steuerrat der Staatsgeschäfte bleibt. Sie wird seine Verbrechen aufdecken, bis der Hungerspekulant dem gerechten Volkszorn nicht mehr entgegen kann und sein Heil in der Flucht sucht. Das ist ein ganz schön harter Vorwurf. Weiß ich nicht, ob ich da stimmen kann. Wir waren nicht zu dieser Zeit im Spiel, haben auch keine Ahnung von den politischen Intrigen, aber er kommt mir jetzt auf Anhieb erstmal nicht so vor wie jemand, der absichtlich irgendwie eine Hungersnot vortäuschen würde oder sowas. Hat hier noch irgendjemand Quests? Monsieur Lavoisier, What can I do for you? Schießpulver. the clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Ja, das versuche ich, ja. Bye, Monsieur. Goodbye. Was ist mit dir, Mr. Bailey? Did you find out what Cagliostro was up to near the Tuileries? No, not yet. Remember what Monsieur de Mirabeau told us? He said the Count looked extremely busy near the Tuileries. Goodbye, Monsieur. Kommen wir noch drauf zurück. Machen wir schon noch irgendwann. Mit dir habe ich gerade geredet. Was mit dem Abi? Ne, Monsieur de la Forêt. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Ja, dann nimmst du mal deinen Schwanz aus dem Mikrofon. Das fände ich echt nice. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Lass doch mal das Mikrofon. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. Ich wusste nicht, dass Nicolas Flamel ein echter Alchemist war, der wirklich gelebt hat. Ich dachte, der ist einfach nur ein Dude aus Harry Potter. Anyway. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then,
Only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Mon Dieu. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Wer was? What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where Ah. do we begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Und die Grabstätte, wie finde ich die? Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Immer. Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Oh, nice. Goodbye, mon père. Oh, wir wissen, wo das ist. Da waren wir schon. Da habe ich mich gewundert, wie kriegt man das denn auf? Da muss man bestimmt den Schlüssel von der Frau holen. Aber die Frau ist ja wahrscheinlich tot. Monsieur le Marquis, I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened? Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were betrayed. A plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. 3 of them lost their lives. A 4th was able to escape. Excellent. I bet it was my hussars who sent the vermin running. But why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Okay, das müssen wir immer noch machen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Das ist ja die Quest mit den Pferden. Also mit den Reitern. Aber wir durften ja nicht. Wir sind ja dann her teleportiert worden. Werden. Sollten, hatten, tun. Und mit dir habe ich schon gesprochen. Du hast mir gesagt, ich soll deine Frau suchen. Jetzt sind wir, glaube ich, fast durch. Ich glaube, die 2 fehlen noch. Monsieur de Mirabeau. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the King's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him.
Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Was hat er denn Wichtiges zu tun? Wo ist er hin? Wieso ist er weg? Ihm ist aber klar, dass draußen die Apokalypse ist, oder? Hat er mitbekommen, ne? Bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the... Ah ja, stimmt, das hatten wir schon. Bis dabei belassen. Bye. So, Monsieur Bailey. Mach mir einen Dietrich. Nein. 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 I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme, so that we might ask him? He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Sag ich doch. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Meint ihr, der hat gelogen? Bye, Monsieur Lavoisier. Also nicht hier Lavoisier, sondern der andere Dude. Der hier stand, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Naja, okay. Wir haben ungefähr 2000 Sidequests. Ach du Kacke. Ja, die werden wir jetzt wohl einer nach dem anderen mal abarbeiten können, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Die Folge ist schon echt extrem lang. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, liken nicht vergessen. Das hilft mir mit dem YouTube-Algorithmus. Genauso wie ein Sprachkurs mir bestimmt auch mit dem YouTube-Algorithmus helfen würde. Allerdings habe ich dafür keine Zeit. Deswegen, bye bye!